Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin von einigen von euch gefragt worden, wie ich meine ganzen Modelle und Dioramen beschütze. Deswegen möchte ich euch heute zeigen, welche Vitrinen ich benutze, von welcher Firma und wie das alles funktioniert. Erstmal vielen Dank vorneweg an die Firma Sora.de, dass sie mir diese Vitrine zur Verfügung gestellt hat. Ich bin seit 2014 Kunde bei denen und habe schon mehrere Vitrinen geordert und ich bin von dem Produkt einfach überzeugt und deswegen möchte ich es euch einfach mal zeigen. Das sind spezielle Acrylglas-Vitrinen, die individuell für euch auf eure Maße angepasst werden und zugeschnitten werden, also speziell gefertigt für euch. Und ihr könnt dann alles, was ihr euch vorstellen könnt, darin in diesen Vitrinen vor Staub und jeglichen Zugriff schützen. Die Firma Sora.de, das zeige ich euch jetzt gleich im Internet, wie ihr das alles macht mit den Maßen, wie ihr das eingebt, was ihr aussuchen könnt. Und dann zeige ich euch, wie man diese schöne Vitrine zusammenbaut. Bis gleich. Hier haben wir jetzt die Seite der Firma Sora.de. Dort seht ihr schon auf den ersten Blick, was es alles gibt. Es gibt die Maßhauben, die mich vor allem für den Modellbau interessieren, für universale Maß. Dann Treppen und sogar Mehrfachvitrinen. Hier haben wir auch eine Fotogalerie der Kunden, da können wir euch mal reingucken. Und dann könnt ihr schon sehen, was die Kunden alles gemacht haben. Das ist Wahnsinn, angefangen vom großen Segelschiff, was hineinpasst, bis zum U-Boot. Jegliche Form und Größe könnt ihr hier anfertigen lassen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal auf Home und gehen hier auf Maßhauben. Dann gehen wir zu den Produkten. Das ist jetzt der Konfigurator. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie groß die Haube werden soll. Dafür habt ihr jetzt hier einmal hier die Einstellungsmöglichkeiten im Konfigurator. Da könnt ihr erstmal entscheiden, braucht ihr einen Boden? Ja oder nein? Oder soll der Boden bündig sein? So wie bei meinem Vitrine, die ich euch gezeigt habe, da ist der Boden bündig und steht nicht über. Also ich habe bündig eingegeben, dann könnt ihr das Material für die Rückwand heraussuchen. Soll die Rückwand transparent sein? Soll sie verspiegelt oder schwarz sein? Je nachdem, wie gesagt, ich möchte irgendwann mal auf Ausstellung gehen und dann möchte ich, dass die Leute das Modell auch von hinten sehen. Aber so wie hier bei dem Motorrad, wenn ihr das sehen könnt, da ist die Rückwand verspiegelt und da könnt ihr alle Teile auch von hinten sehen. Und dann wird hier die Breite in Zentimeter, Tiefe und Höhe angegeben. Ich habe für mein aktuelles Projekt eine Breite von 40 cm gebraucht. Da gehen wir hier auf 40. Eine Breite von 27 cm. Und die Höhe habe ich 23 cm. So, wenn ihr das alles ausgewählt habt, seht ihr auch, wie es hier nochmal steht, geht ihr jetzt auf Berechnen. Und dann schlägt euch die Firma Sora den Preis für diese wirklich individuelle Acrylhaube für euer Projekt vor. Das könnt ihr in den Warenkorb tun und könnt bestellen. Die Firma Sora ist wirklich sehr schnell, was das Anfertigen und das Versenden geht. Und die Lieferzeit von 5 Tagen, also nachdem ich bestellt habe, bei denen war leider ein Wochenende dazwischen, aber ansonsten wären das 3 Werktage bei mir gewesen. Das kann natürlich immer abhängig sein, wie viel die Firma gerade zu tun hat. Wie gesagt, Sora.de und hier könnt ihr euch dann alles angucken, was diese Firma herstellt, falls ihr noch andere Möglichkeiten oder andere Sachen braucht. Das ist unbeschreiblich, was die alles im Sortiment haben mit ihren Maßanfertigungen. Ich würde sagen, bauen wir jetzt die Vitrine einfach mal zusammen. Wenn ihr dann das Set aus dem schützenden Karton genommen habt, sieht das dann so aus. Hier sind alle Acrylglasplatten übereinander und mit Klebeband gesichert. Als erstes haben wir hier einen Schraubenzieher, Kreuzschlitz. Dieser wird mitgeliefert. Dann die Gebrauchsanweisung mit der Teileübersicht und der Größe eurer Teile. Hier steht dann euer Name. Meinen habe ich natürlich unkenntlich gemacht. Dann haben wir hier passenden Schrauben in 2 Tütchen. Einmal mit einem Beutel, der sich öffnen lässt und einen zum Reißen. Wenn wir jetzt aufblättern, haben wir hier einmal eine Seite mit der englischen Beschreibung. Ihr könnt ja gerne Pause drücken. Wenn ihr englischsprachig seid, könnt ihr euch das jetzt mal durchlesen. Und auch nochmal auf einer Auflistung der Teile.
und auf der Rückseite das Ganze in Deutsch. Dann haben wir hier alle Plattenteile. Jede Acrylplatte sind mit 2 Schutzfolien versehen, auf der Ober- und der Unterseite, dass überhaupt nichts passieren kann und ihr keine Kratzer befürchten müsst. Diese Folien muss man dann natürlich vor dem Zusammenbau entfernen, aber das seht ihr jetzt gleich. Ich befreie jetzt alle Platten erstmal von dem Klebeband und dann zeige ich euch die einzelnen. Sehr gut geschützt und ihr müsst euch keinerlei Sorgen machen, dass die Teile irgendwie beschädigt oder lose bei euch ankommen. Hier haben wir jetzt die beiden Seitenteile, rechts und links von der Vitrine, also die Tiefe. Hier haben wir jetzt eine Vorderseite oder eine Rückseite, je nachdem. Das sieht man auch gut an den Aussparungen. Wo glatt ist, ist immer unten. Dasselbe Teil, vorne oder hinten. Dann haben wir einmal hier den Deckel. Dieser hat überall Aussparungen. Und die beiden Bodenteile, die jeweils Bohrungen besitzen. Das wird das Boden. Das Teil definiert die Innengröße des Dioramas. Und hier rum auf dem bündigen Boden, wie ich es mir bestellt habe, sitzt dann die Umrandung. Das sehen wir jetzt aber gleich beim Zusammenbau. Ich fange immer erst mit dem Zusammenbau des Bodens an. Wie gesagt, da habt ihr hier die beiden Teile. Bei dem unteren Teil, bei dem größeren Teil ist es wichtig, diese Bohrlöcher hier, ich hoffe man kann es erkennen, sind konisch. Das heißt, hier sind die weiter als auf der anderen Seite. Das heißt, diese Seite kommt nach unten und diese Seite wird oben drauf verschraubt. Ich mache jetzt gleich die Folien ab, da seht ihr, wie schön klar das ist. Dazu brauchen wir dieses kleine Tütchen mit den unterschiedlichen Schrauben. Einmal für oben, einmal für unten. Jetzt könnt ihr schon sehen, wie schön klar die Acrylscheiben sind, obwohl das nur der Boden ist und jetzt beide Folien ab sind. Einmal die grünliche und einmal eine eher durchsichtig-weiße. So, das Teil ziehe ich jetzt auch noch ab und dann bauen wir zusammen. Ich habe jetzt hier die unterste Platte, die größere der beiden. Dort nehme ich die Schrauben mit dem abgeflachten Kopf und dem Holzschlitz. Falls nötig, braucht ihr noch einen Schlitzschraubenzieher für die Oberseite. Diese kommen hier herein, sind auf gut Deutsch das Gegenstück, wo die anderen Schrauben sie fassen von oben. So, jetzt ist die Schraube drin. Oben seht ihr die Schlitzschrauben, unten sind die Kreuzschlitz und so sind die beiden unteren Teile verbunden. Natürlich mache ich dann noch mit Mikrofasertuch, entferne ich meine ganzen Fingerabdrücke. So, jetzt kommen wir zum zweiten Bauabschnitt. Der ist etwas umfangreicher. Aber das sieht komplizierter aus als es ist, vor allem wenn man das erste Mal gemacht hat, aber ich habe schon einige von den Vitrinen zusammengebaut und ich denke mal, das kriege ich auch jetzt wieder hin. Als erstes wird die Frontplatte auf eine ebene Fläche gelegt. Das heißt, wir haben ja hier unsere beiden Seitenteile. Dann, das ist der Deckel. Das ist